Für 5 oder 6 Stunden ins Phantasialand, lohnt sich das? Ob es sich lohnt, das seht ihr nach dem Intro. Herzlich willkommen. Ja, ich sitze im Auto und bin gerade auf dem Weg zum Phantasialand. Ich fahre nicht selber, also keine Sorge. Es ist schon 12:30 am Mittag und ja, durch so ein paar blöde Umstände ist das Wochenende anders gelaufen, als ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Aber ja, man muss das Beste daraus machen. Von daher besser ein paar Stunden ins Phantasialand, als diesen Ausflug dann komplett abzusagen. Ja, circa um 1 Uhr sind wir da und dann werden wir mal schauen, wie voll es ist. Ich habe es ja schon gesehen, gestern am Samstag war es sehr, sehr voll und ich hoffe mal, dass es heute ein bisschen besser ist. Und ja, ich habe wirklich Hunger, denn ich habe nicht gefrühstückt und bin mal gespannt, ob wir irgendwo einen Platz finden werden. Ja, ich melde mich dann gleich wieder aus dem Phantasialand in. So, kurz nach 1 und wir sind angekommen und ja, es ist natürlich hier am Eingang im Moment nichts los, denn ja, alle sind ja schon drin. Aber wie es weitergeht, das seht ihr gleich. Wir sitzen jetzt hier im Uhrwerk in Rookburg und ja, ich habe mir zur Vorspeise das Tartar bestellt. Das sieht richtig gut aus. Ich kann die Unterschiede noch nicht so genau erkennen. Ich denke mal, hier wird Avocado mit drin sein. Hier ein bisschen Paprika wahrscheinlich. Das sieht aus wie ein süßer Senf und ja, normales. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Vor über einer Stunde haben wir bestellt und ziemlich zeitig kam dann auch die Vorspeise, die habt ihr ja schon gesehen, und jetzt ist die Hauptspeise da nach weiteren 40 Minuten. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus, muss man sagen, aber die Wartezeit war schon ein bisschen lang. Vivi und Kevin sind auch hier und die haben sich einen Napf gegönnt. Oh, guck, eine leckere Bowl. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, und hier nebenan gibt es auch nochmal den Steakburger. Oh, guck mal, hier sieht man das Spiegelei viel besser. Oh. Wir kommen gerade hier aus dem Uhrwerk, wir haben gut gegessen, das habt ihr ja schon gerade gesehen. Es war sehr, sehr lecker, nur die Wartezeit war ein bisschen lang, aber es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Aber bis jetzt bin ich da noch nicht enttäuscht worden. Und ja, ihr habt ja noch gar kein Phantasialand-Vlog von mir gesehen. Ich glaube, ich zeige euch jetzt mal ein paar Impressionen hier aus Rookburg. Hier im Hintergrund könnt ihr den Aufgang zum Hotel Charles Lindbergh sehen. Das habe ich ja letztes Jahr im Oktober schon besucht mit ein paar Freunden und es war wirklich sehr, sehr genial. Schade, dass ich zu dem Zeitpunkt noch keine Vlogs gemacht habe, aber vielleicht werden wir das ja nochmal wiederholen und euch dann auch das Hotel Charles Lindbergh mal genauer zeigen. Tja, das Phantasialand, das ist schon was Besonderes für mich, weil es ist auch der erste Freizeitpark, den ich damals als Kind besuchen durfte. Und das war in den frühen 80er Jahren, also da sah es ja hier noch komplett anders aus. Und heute ist es ja schon ein bisschen spät, aber ich möchte euch gerne in Zukunft vielleicht mal so ein paar Ecken hier zeigen und was ich dann für Erinnerungen daran hatte, wie damals hier Alt-Berlin für mich gewirkt hat und auch wie die restlichen Themenbereiche aussahen. Wie ist es eigentlich mit den Richtlinien hier im Phantasialand? Und ja, es ist so, dass wenn ihr hier hinreist, ihr müsst euch vorher ein Ticket sichern, also am besten online. Auch die Jahreskarteninhaber haben ja jetzt mittlerweile auch so eine Art eigenes Portal, so ähnlich wie in Disneyland. Da einfach vorher anmelden, wenn ihr herkommen wollt. Und ihr müsst einen negativen Corona-Test haben oder ihr seid halt geimpft oder genesen.
Das ist ja auch in anderen Parks schon so genauso funktioniert als auch hier. Solltet ihr Fragen dazu haben, dann einfach mal auf der Phantasialand-Seite vorbeischauen. Und ja, wie ist es mit der Maskenpflicht? Ist es so wie in Disneyland, dass man die ganze Zeit seine Maske anlassen muss? Und das kann ich sagen, nein, das müsst ihr nicht. Wenn ihr hier einfach so in der Öffentlichkeit unterwegs seid, dann müsst ihr keine Maske tragen. Maske tragen nur dann, wenn ihr in Warteschlangen seid oder Indoor-Attraktionen oder generell auf den Attraktionen. Tja, viele Phantasialand-Fans kennen natürlich diese Schlange hier, die sich hier aufbaut. Das ist die Schlange für die Churros und ich glaube, Churros im Phantasialand, das ist einfach ein Muss. Und das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Wenn ihr Churros-Fans seid, wenn ihr die schon mal gegessen habt in verschiedenen Freizeitparks, ist es auch eure Meinung, dass es hier die besten gibt? Also meiner Meinung nach bekommt man hier im Phantasialand die besten Churros. Aber die Meinungen gehen ein bisschen auseinander. Es gibt welche, die sagen Holiday Park, es gibt welche, die sagen Europa Park. Also ich finde sie hier am besten. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Hier im Hintergrund könnt ihr Klugheim sehen und da steht die wohl beliebteste Attraktion hier im Phantasialand und zwar Taron. Ja. Taron ist schon was ganz Besonderes und als ich 2016, 2017 das erste Mal damit gefahren bin, konnte ich es selbst kaum fassen. Mega, mega gut, die Geschwindigkeit, dieses Gefühl, diese Umschwünge. Also wer es noch nicht gefahren ist, darf sich das auf gar keinen Fall entgehen lassen. Aber was ich auch sagen muss, ich bin schon so ein Mensch, der so ein bisschen der alten Silver City Stadt, also der Westernstadt hinterher trauert, die dort mal gestanden hatte, mit der Silbermine zum Beispiel und mit dem Western Saloon. Der Western Saloon, der war was ganz, ganz Besonderes für mich, weil dadurch bin ich damals Michael Jackson Fan geworden, denn es gab so eine Imitatorenshow und es war, ich glaube, 88 oder 89, da gab es eine Show mit Michael Jackson, das war der Valentino, der ihn imitiert hatte, und Diana Ross. Und das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Wie gesagt, dadurch bin ich Michael Jackson Fan geworden und es war auch einer meiner ersten Besuche damals, an die ich mich jetzt noch so wirklich erinnern kann. Klugheim besteht aber nicht nur aus Taron, den wir ja hier noch sehen und da und so, der schlängelt sich ja komplett hier durch, sondern hier unten können wir die Schienen sehen von Reik, wo der Eingang da hinten ist. Und Reik ist eher die Familienachterbahn, würde ich sagen, eine, ich weiß nicht, nennt man das Bumerang, also sie wird zuerst nach oben gezogen, dann fährt sie nach vorne die Strecke ab und fährt dann nochmal so eine kleine Erhöhung hoch und fährt dann die ganze Strecke rückwärts wieder zurück. Also wie sich das genau nennt, ob es jetzt ein Bumerang ist, keine Ahnung, aber auch die Bahn lohnt sich. Ist ziemlich kurz, aber wenn man dann mal hier ist oder das erste Mal das Phantasialand besucht, dann sollte man sich Reik auch nicht entgehen lassen. Zum Wintertraum im November, Dezember, Januar ist hier Klugheim auch nochmal was ganz, ganz Besonderes. Denn die Atmosphäre, die Lichtstimmung, der Rauch, der Qualm, der da aufsteigt, also es ist schon echt richtig cool und eine mega tolle Fotolocation. Also für alle Instagram-Fotografen oder Fotografen unter euch auf jeden Fall den Wintertraum besuchen, das lohnt sich. Denn die Kulissen sehen dann hier nochmal ganz, ganz besonders aus und ja, wie gesagt, die Lichtstimmung einfach total besonders. Ja, das ist ein weiteres Highlight hier im Phantasialand. Und zwar könnt ihr hier die Black Mamba sehen. Und ja, die steht schon was länger hier im Park. Ich glaube 2006 ist sie eröffnet worden. Wie sich diese Achterbahntyp etc. genau nennt, kann ich euch nicht sagen. Da bin ich überhaupt nicht firm drin. Also keine Ahnung. Ja. Hier nebendran seht ihr noch das Hotel Matamba. Das ist im Moment noch geschlossen, macht aber, glaube ich, in 1 oder 2 Wochen auf. Und das ist schon mega cool. Ich hatte da oben schon mal so ein Zimmer und da hat man direkt auf den Park gucken können und morgens die Testfahrten von der Black Mamba, von Colorado Adventure und von Taron mitbekommen können. Und wir durften letztes Jahr im Juli dann von da aus auch schon mal so ein bisschen Rookburg sehen, was auch schon ganz, ganz cool war. Also ein mega schönes Hotel, auf gar keinen Fall entgehen lassen, wenn ihr vorhabt, hier in einem Themenhotel vom Phantasialand zu schlafen. Eben habe ich euch ja schon ganz kurz das Hotel Schatz-Lindbergh gezeigt und es gibt ja auch noch das Ling-Bao, an dem wir vielleicht heute auch noch vorbeikommen werden.
natürlich möchte ich euch heute auch die Frage beantworten, wie sieht es aus mit den Wartezeiten, mit dem Betrieb. Und ja, es ist ein Sonntag und der Park ist sehr, sehr gut gefüllt. Also für Corona-Verhältnisse mir persönlich sogar ein bisschen zu viel. Die Maßnahmen und so werden natürlich alle gut durchgesetzt, da gibt es gar nichts, aber es ist schon echt krass. Also die Warteschlangen sind mega lang. Also ihr steht hier fast überall eine Stunde oder noch länger an zur Zeit. Und jo, also ich bin ja heute eh nur hier, um ein bisschen zu filmen. Mal schauen, vielleicht wird es heute Abend gegen den frühen Abend ein bisschen leerer, dass man da vielleicht noch was fahren kann. Aber ja, ich genieße den Tag jetzt einfach mal, um ein bisschen abzuschalten und dafür ist es okay. Aber es ist schon sehr, sehr voll. Tja, Vivi, Kevin und Sven sind gerade von der Black Mamba runtergekommen und haben jetzt den tollen Plan, River Quest zu fahren, weil es ja heute so warm ist. Und es hat, glaube ich, nur eine Wartezeit von wie viel Minuten? 90? 90, ja, Kevin sagte 90 Minuten Wartezeit. Kann man für die Wasserbahn ja mal machen. So, wir haben nochmal Glück gehabt, weil tatsächlich 90 Minuten einfach viel zu lang ist, wenn man hier nur 5 Stunden oder 6 Stunden im Park ist, haben wir jetzt gesehen. Und ja, jetzt laufen die anderen mal zu Chapas, denn Chapas soll angeblich nur 5 Minuten Wartezeit haben. Kann ich mir eigentlich auch nicht wirklich vorstellen. Und wir nehmen jetzt hier den Weg durch Klugheim Richtung Chapas. Tja, auch aus Chapas ist nichts geworden, denn 5 Minuten Wartezeit war dann doch nicht so richtig, es waren dann doch 80 Minuten. Und ja, Kevin hatte dann jetzt die Idee, Tretboot zu fahren. Tretboot fahren im Phantasialand, ja, jetzt gucken Sie schon. Ich bin mal gespannt, ich werde es auf jeden Fall von außen beobachten und euch dann zeigen, was dann da wohl passiert. Tja, nachdem auch die Tretboot-Session nix wurde, sitzen wir jetzt auf dem Würmling Express und ja, genießen ein bisschen die Aussicht über dem Phantasialand. Und ich drehe jetzt einfach mal die Kamera rum und dann schaut ihr einfach mal ein bisschen mit zu. Tja, der Würmling Express, der ist natürlich nichts Besonderes, aber nach so einem normalen Parktag, also wenn man hier viel rumgelaufen ist, ist es eigentlich immer ziemlich entspannt, sich einfach mal hier oben so ein bisschen rumkutschieren zu lassen. Und man hat hier eigentlich auch eine schöne Aussicht hier auf Boostown, auf den Mondsee und ja, man kann es einfach ein bisschen genießen und ein bisschen abschalten. Wir sitzen jetzt hier im Coco. Cocorico. Was macht deine Kamera? Ah, jetzt. Verfolgt mein Gesicht dann. Wahnsinn. Willst du noch was sagen? Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Es soll jetzt gleich Sangria geben, laut Kevin. Und 1 Liter pro Person. Aber es ist noch früh, also von daher ist es nicht so schlimm. Es ist vielleicht auch alkoholfrei Sangria. Mit vielen Früchten.
ist auch mein kurzer Tag hier im Phantasialand. Viel konnten wir natürlich nicht sehen, weil ich bin ja so kurz nach 1 hier gewesen und der Park macht ja auch schon um 19 Uhr zu. Aber es war schon mal ein bisschen was ich euch dann zeigen konnte und mehr kommt auf jeden Fall im Laufe des Sommers. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, sodass ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Auf Wiedersehen. Thank you.